Hier ist das erste Let's Play von Dastolio mit seinem 5. Part. War ich nicht deutlich genug? Du sollst das sein lassen. Mach das nochmal und du fliegst hier raus. Ja, dann beherzigen wir das besser und versuchen es nochmal. Nein, wir gehen natürlich weg. Wir waren ja im letzten Part. Hier links bei diesem Stein, da war ja eine Fallgrube davor. Danach hatten wir hier oben ein Haus gesehen. Da wollen wir doch mal reinschauen. Ah, hier ist Yoshi, die Frau von Herrn Haru Kikomura, die etwas temperamentvoll ist. Sprechen wir doch mal mit ihr. Nanu, was machst du denn hier im Gästehaus? Ach, das ist das Gästehaus, okay. Na, dann fragen wir sie doch mal zu ihrem Mann, Haru. Mein Mann war mal sehr einflussreich, aber seit seine Firma pleite gegangen ist, hat er sich sehr verändert. Mensch, er dümpelt zu Hause nur noch vor sich hin. Ah, dann hat er wohl sein Selbstvertrauen verloren, nachdem er da seine Firma an den Bankrott geritten hat. Das erklärt schon mal seine Nervosität. Na, weißt du vielleicht was zu Reisenden in letzter Zeit? Reisende? Gibt es denn tatsächlich Leute, die sich für so einen Tempel im Nirgendwo interessieren? Ja, und wie immer redet sie sehr abfällig über den Tempel hier, aber das kennen wir ja. So, jetzt interessiert uns natürlich brennend, was sie zum Ohrring zu sagen hat. Ist doch bloß ein Ohrring, was soll schon damit sein? Warum hast du den ausgerechnet mitgebracht? Ach, vergiss es, ich weiß nichts darüber. Ja, das ist auch sehr verdächtig, würde ich sagen. Na gut, sehen wir uns mal weiter im Haus um. Hier geht's dann auch rechts weiter. Und das sieht mir nach einer Küche aus. Hier mit Kühlschrank, ein Waschbecken, ein Herd. Und darüber ist offenbar ein Ventilator oder ein Abzugsschacht. Ich glaube wirklich, ansehen kann man sich hier nichts. Das Regal nicht, das Fenster hier nicht, den Fernseher nicht, den Tisch brauche ich jetzt gar nicht versuchen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier oben weiter. So, was haben wir denn hier? Oh, das ist erstmal ein Baum, der etwas heraussticht, weil er nicht wie die anderen so grün aussieht, sondern etwas anders als diese ganzen geklonten Bäume. Gucken wir doch mal, er ist ja etwas kahl hier. Was für ein großer Baum. An dem ist allerdings nichts, was ich untersuchen müsste. Na, vielleicht kommen wir später auf die zurück. Dann gehen wir erstmal hier rechts weiter. Und das sieht mir doch nach einem traditionellen alten Brunnen aus. Auch mit so einem lustigen blauen Dach wie hier der Tempel. Na, gucken wir mal. Ein Brunnen. Er ist so tief, dass ich den Grund nicht sehen kann. Ob er Wasser führt oder nur zur Zierde ist, kann ich daher nicht sagen. Na, vielleicht spielt er auch noch eine Rolle später. Gut. Dann hier unten. Hier rechts ist irgend so ein Vordings. Wahrscheinlich ist hier auch ein Fenster. Ja, hier kann man noch auf den Fallknopf gucken. Dann gehen wir mal wieder zurück. Latschi, latschi, latsch. So, wir hatten jetzt noch nicht ins Hauptgebäude geguckt. Gehen wir da mal rein. Oh. Was zum... Da ist ja eine Geheimtür offen. Oh, die haben wir tatsächlich noch nicht gesehen. Gehen wir da doch direkt mal hin. Vielleicht können wir reingehen. Dass sich selbst hier so etwas befindet. Ah, da kommt ja jemand. Ui, schon wieder werden wir gestört. An wie einer Geheimtür. Will nicht mal was essen. Und da rennt er weg. Das war ja Motojima. Und er hat eine Mahlzeit getragen. Ob er sie jemandem gebracht hat? Ja, jetzt gehen wir direkt mal zur Tür. Und hören, wie Conan sie versucht aufzutreten. Verflixt, sie geht nicht mehr auf. Sieht so aus, als wäre ein Schlüssel oder etwas Ähnliches notwendig. Wie auch immer. Motojima verbirgt offensichtlich irgendetwas. Ja, und er ist, denke ich mal, nicht der Einzige. Und es sieht schon sehr dunkel aus und es ist ja auch schon 19:45 am zweiten Tag, kurz vor 8. Selbst in der Tempelhalle gibt es einen geheimen Durchgang. Dieser Tempel scheint also tatsächlich irgendein Geheimnis zu verbergen.
Was hat Motojima, der aus dem Gang herauskam, dort nur gemacht? Wird vielleicht jemand im Hauptgebäude festgehalten? Etwa Satomi? Der Priester oder das Ehepaar Kikomura sollten dann doch wohl etwas davon wissen. Leistet jemand Beihilfe? Ich sollte auf jeden Fall sehr aufmerksam sein. Um Satomis Zustand nicht zu gefährden, muss ich diesen Fall schnell aufklären. Wenn uns Satomis Verschwinden nicht so sehr beschäftigen würde, wäre das ja ein richtig schönes, ruhiges Plätzchen. Ob Papst und Heiji wohl irgendwas herausgefunden haben? Sie meinten, dass sie auch noch keine Spur hätten. Wenn Shinichi hier wäre, hätten wir inzwischen vielleicht schon einen Anhaltspunkt. Was soll Conan dazu sagen? Shinichi, was machst du wohl gerade in diesem Augenblick? Er ist bestimmt gerade mit einem kniffligen Fall beschäftigt. Ja, die Standardausrede, die kennen wir ja schon. Oh, da kommt Yoshi. Die hat mir eben erst gesprochen. Guten Abend. Oh, kann sie auch freundlich sein? Das ist ja auch ganz ungewohnt. Yoshi. Ach, was ist denn das für ein Gesichtsausdruck? Ihr müsst euch alle zu Tode langweilen in diesem müden Tempel, stimmt's? Wenn ihr wollt, könnt ihr zu uns ins Gästehaus kommen. Dann trinken wir ein wenig Tee oder so. Oh? Naja. Ich bin sonst immer mit meinem Mann alleine. Wir reden nicht viel, da wird es schnell langweilig. Mit ein wenig Gesellschaft wird der Abend dann noch gleich viel unterhaltsamer. Na, was sagt ihr? Also, wenn das so ist, dann kommen wir doch mit, oder Conan? Oh, und seine Antwort wird einfach übergangen. Jetzt sind wir also wieder hier im Gästehaus. Erstaunlich. Du machst also Karate? Ja, genau. Das Wasser sollte inzwischen schon kochen. Ist wohl wirklich etwas seltsam, dass ein Mädchen sich für Karate interessiert, was? Unsinn, das spricht nur für deine Vitalität. Dauert wohl noch ein wenig. Ach, Yoshi, Sie sind doch die Tochter des Priesters. Wie sind Sie denn mit Motojima von der Schauspielertruppe verwandt? Er ist der einzige Sohn meiner inzwischen verstorbenen älteren Schwester. Schon als kleiner Junge war er ein Angeber und stand gerne im Rampenlicht. Heute trug er doch wieder ein knallrotes T-Shirt, nicht? Er trägt überhaupt immer nur auffallende Kleidung. Du solltest in seiner Nähe vorsichtig sein, er ist schließlich ein Playboy. Ach, ist das so? Ja, Conan, immer wachsam, sonst wird dieser Motojima noch zu deinem Konkurrenten. Oh, ich sollte mal wieder nach dem Topf schauen, nachdem wir uns hier so festgequasselt haben. Ah, es ist schon 20 Uhr. Jeden Abend um 8 wird die Nacht durch die Tempelglocke angekündigt. Das klingt vielleicht schön, wie der Glockenschlag hier durch die Berge hallt. Jo, mit diesem 8-Bit-Effekt schon, nicht? Der Tee ist fertig. Ich lasse nur noch kurz den Ventilator zum Entlüften an, danach können wir ihn endlich genießen. Irgendwie verhält sie sich seit vorhin sehr unruhig. Was war das? Ist was passiert? Da hat doch eine Frau geschrien. Doch nicht etwa. Etwas ganz Schlimmes. Motojima. Motojima wird... Was ist mit Motojima? Was ist los? Er wird in seinem Zimmer erwürgt. Was? Was sagst du da? Da schrillen die Alarmglocken bei Conan. Wir haben versucht, ins Zimmer zu gelangen und ihn zu retten, aber wir haben die Tür nicht aufbekommen. Bitte, wir brauchen dringend einen Ersatzschlüssel. Wenn wir uns nicht beeilen...
Sofort. Beeilen wir uns. Was ist denn hier los? Seit einer Weile ist hier so ein Aufruhr. Wie sieht es drinnen aus? Ist was passiert? Ich weiß nicht. Als Rio und ich vorhin durch das Schlüsselloch geschaut haben, haben wir gesehen, wie Motojima von jemandem stranguliert wird. Wer ist dieser jemand? Keine Ahnung, wir haben nur ihre Schatten gesehen. Motojima muss inzwischen schon tot sein. Der Täter ist doch sicher noch da drin. Ich weiß ja nicht. Von drinnen kommt seit langem kein Laut mehr. Hier ist der Ersatzschlüssel. Gib ihn her, schnell! Ich mache jetzt die Tür auf. Wir kommen zu spät. Haru, rufen Sie die Polizei. Mach ich. Motojima. Und Rie ist offenbar völlig fassungslos. Kodo, hast du den Täter gesehen? Nein, er muss schon entwischt sein. Es gibt nicht mal Fußspuren. Der Filmprojektor ist ausgeschaltet. Er lief scheinbar bis vor kurzem. Sag mal, Rie, du sagtest doch, dass Motojima vorhin erwürgt wurde. Ja. Aber Motojima wurde doch in den Rücken gestochen. Ja. Hast du gesehen, wie Motojima erstochen wurde? Nein, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur einen Schatten gesehen, der Motojima erwürgt hat. Ein Schatten? Genau. Ich habe die Schatten der beiden da auf der Leinwand gesehen. Den Schatten von Motojima und den von jemandem, der ihn erwürgt hat. Itaya, haben Sie den Schatten auch gesehen? Ja. Aber der Schatten hat Motojima nicht erstochen? Ich bin mir sicher, dass er ihn erwürgt hat. Ja, so war es. Ah, jetzt können wir uns wieder bewegen. Dann schauen wir uns doch direkt mal die Leiche hier an. Hilft alles nichts mehr. Er ist bereits tot. Ich sollte sehen, was sich jetzt schon untersuchen lässt. Na dann, was sollte ich mir ansehen? So wird zur Auswahl die Tatwaffe, den Zustand der Leiche und die Umstände hier am Tatort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal der Reihe nach durch und schauen uns die Tatwaffe an. Es scheint 2 Tatwaffen zu geben. Ja, einmal das Messer und dann ein Kabel. Ja, das ist mit der Übersetzung schwierig. Im Japanischen ist es einfach nur Cord und das kann sowohl Schnur als auch Seil, Strick bis hin zu Kabel heißen. Und später wird aufgeklärt, dass es ein Kabel ist. Insofern habe ich das gleich so übersetzt. Und schauen wir uns erstmal das Messer aber an. Ihm wurde mit einem doppelschneidigen Messer in den Rücken gestochen. Weil das Messer noch steckt, ist der Blutaustritt zu gering. Rie und Itaya meinten, dass er erwürgt wurde. Wurde er danach etwa erstochen? Nanu. Da ist ein Kratzer am Griff des Messers. Stammt er von einem dünnen Draht? Ob da ein tieferer Sinn hintersteckt? So, dann sehen wir uns als nächstes natürlich auch das Kabel an. Ein Kabel ist um seinen Hals geschlungen. Es erinnert an das Kabel einer Schreibtischlampe. Wurde Motojima wirklich mit diesem Kabel erwürgt? Irgendwie seltsam. Sein Hals sieht nicht so aus, als ob er stark gewürgt wurde. So, dann gehen wir als nächstes zum Zustand der Leiche. Hier haben wir wieder 3 Auswahlmöglichkeiten, beziehungsweise 2, das dritte ist nur 1 zurück. Das war der geschätzte Todeszeitpunkt und Linien auf dem Rücken. Aber gehen wir erstmal zum Todeszeitpunkt. Der Körper ist noch warm. Es kann noch nicht viel Zeit seit Eintritt des Todes vergangen sein. Es ist jetzt etwa 5 Minuten her, seit Itaya und Rie beobachtet haben, wie Motojima erwürgt wurde. Es sieht tatsächlich danach aus, als wäre er zu diesem Zeitpunkt noch am Leben. Na dann, was sollte ich mir ansehen? Dann gehen wir diesmal auf die Linien auf dem Rücken.
Auf dem Rücken sind so etwas wie Linien zu erkennen. Das sind Schweißspuren, die sich allerdings nur an dieser einen Stelle gebildet haben. Auf dem trockenen T-Shirt sehen sie wie Linien aus. Nur, warum ist der Schweiß auf so unnatürliche Weise verteilt? Gut, dann gehen wir jetzt zu den Umständen am Tatort. Motojima hat dieses Zimmer benutzt, um hier das Skript zu schreiben. Seine Leiche liegt mitten im Zimmer. Als Itaya und Rie durch das Schlüsselloch hereingeschaut haben, sahen sie die Schatten von Motojima und einer anderen Person, die ihn erwürgt hat. Durch das Schlüsselloch hat man auf jeden Fall Sicht auf die Leinwand. Wenn er an dieser Position ermordet wurde, hätte man die Szene dann wirklich als Schatten an der Leinwand beobachten können? Ach, endlich neue Optionen. So, dann sehen wir uns als erstes die Einrichtung des Zimmers an. Was die Ausmaße angeht, ist das Zimmer nicht gerade groß. Es gibt einen Tisch, auf dem er das Skript geschrieben hat, ansonsten noch ein Fenster. Der Filmprojektor ist aufgestellt und auf die Leinwand gerichtet, aber ausgeschaltet. Motojima hat offenbar einen Film gesehen. So, jetzt müssen wir uns hier nochmal durchboosteln, durch die Umstände am Tatort. Ja, das kennen wir. So, dann gehen wir jetzt aber mal aufs Fenster. Sowohl das Fenster als auch die Vorhänge sind geöffnet. Obwohl man beides geschlossen haben sollte, wenn man einen Film schaut. Vermutlich ist der Täter durch das Fenster geflohen. Der Boden draußen vor dem Fenster ist trocken, Fußabdrücke sind entsprechend keine zu sehen. Ist der Täter wirklich durch dieses Fenster geflohen? So, ich habe mich schon mal gründlich umgesehen. Wenn gleich die Polizei die Ermittlungen aufnehmen wird, sollte der Fall im Handumdrehen gelöst sein. Na, das hoffen wir doch mal, mit deiner Hilfe noch, Conan. So, immer noch der zweite Tag und es ist ein wenig später, 1,5 Stunden etwa, 21:30 Uhr. Beginn der Ermittlungen. Ah, ein bekanntes Gesicht. Mori, was verschlägt Sie denn nun wieder hierher? Selbe Frage muss ich Ihnen stellen. Was machen Sie hier, Herr Kommissar? Oh, für den einen oder anderen Fall verschlägt es mich zwecks einer Ermittlungszusammenarbeit hierher. Oh, sogar Ran und Hattori sind hier? Hat sich zufällig so ergeben. Aber wie steht's denn nun mit dem Fall? Wir haben mit dem Messer und dem Kabel 2 Tatwaffen. Wie sehen Sie das Ganze, Mori? Ja, dann wird wieder der Experte hier gefragt, sein ehemaliger Polizeikollege. Der Täter hat das Opfer zunächst erwürgen wollen. Aber als er auf heftige Gegenwehr stieß, hat er vom Strangulieren abgelassen und die Tat mit dem Messer zu Ende geführt. So wird es sich wohl zugetragen haben. Kommissar, die Ergebnisse der Spurensicherung sind eingetroffen. Das ist also der Assistenzpolizist, der dem Kommissar zur Seite steht. Und, wie sieht es aus? Die Todesursache ist auf das Messer im Rücken zurückzuführen. Dieser eine Einstich hat zum Tod geführt. Es sieht so aus, als wäre das Kabel erst nach dem Tod um seinen Hals gewickelt worden. Tja, Kogoro. Nachdem der Täter das Opfer erstochen hat, hat er ihm also diese Stromkabel um den Hals gewickelt, um ihn zu erwürgen? Warum ist er bloß so vorgegangen? Mori, Sie haben doch bestimmt eine Idee. Tja, also, nicht einmal meiner Wenigkeit will dazu was einfallen. Die Aussagen der Zeugen stehen schon mal mit den Ergebnissen im Widerspruch. So. Und wo sind diese Zeugen? Frau Suzuki und Herr Itaya haben die Tat beobachtet. Einen Moment, ich bringe Sie hierher. Ach, da sind Sie also auch schon. Sie beide haben die Tat beobachtet? Ja. Und Itaya schweigt nur. Also dann, könntet ihr mir schildern, was sich zur Tatzeit zugetragen hat? Natürlich. Unsere Schauspielertruppe hält jeden Abend ab 8 Uhr eine vollständige Probe ab. Wie immer, wenn 5 Minuten vor der vereinbarten Zeit noch nicht alle beisammen sind, sind wir erst einmal zu Motojima gegangen, um ihn herzuholen. Das sind jetzt also die nachgestellten Szenen in der Vergangenheit. Motojima, es ist Zeit für die Probe. Motojima, Motojima.
Da keine Antwort kam, als ich vor der Tür nach ihm gerufen habe, dachte ich schon, er sei nicht da, als plötzlich... Verflucht nochmal, du Vollidiot! eine Stimme von drin zu hören war, die auf einen Streit hindeutete. Motojima! Was ist los, Motojima? Ich wollte die Tür aufmachen, aber sie war verschlossen. Um herauszubekommen, was da drin vor sich ging, habe ich erstmal abgewartet und gelauscht. Doch dann fing auf einmal die Tempelglocke an zu läuten und ich konnte nichts mehr mitbekommen. Eine Glocke, die geläutet hat? Ja, es war wohl genau 8 Uhr zu dem Zeitpunkt. Jeden Abend um diese Zeit wird die Tempelglocke geschlagen. Verstehe. Dann fahren Sie bitte fort. Ja, also danach... Was ist denn los, Ria? Danach ist dann Itaya hinzugestoßen. Genau. Ich war im Zimmer nebenan und hab ihr rufen gehört. Daher bin ich sofort aufgesprungen und zu ihr geeilt. Itaya, aus Motojimas Zimmer kommen komische Geräusche. Was denn für Geräusche? Ach, er wird nämlich mal an den Film schauen. Er meinte, dass er ihn als Referenz für sein Skript nehmen wolle und ihn deshalb nochmal ansehen würde. Vorhin hat er alles dafür vorbereitet. Ja, aber irgendwie wirkt das Ganze nicht normal. So eine Szene gab es gar nicht in dem Film. Wirklich? Hey, Motojima! Motojima, bist du da drin? Jetzt rennt er so gegen die Tür an. Es nützt nichts. Die Tür ist abgeschlossen. Hey, Motojima, mach auf! Lass das sein! Wow! Hey, was ist denn da drin los? In diesem Moment ist mir eingefallen, dass die Türschlösser in diesem Tempel schon sehr alt sind. So kam mir der Gedanke, dass es doch möglich sein müsste, durch das Schlüsselloch ins Innere des Zimmers zu sehen. Meine Güte. Motojima wird... Was wird er? Motojima wird... ermordet. Da haben wir wieder das Geräusch der Dramatik. Ich hatte nicht erwartet, so etwas zu sehen. Auf der Leinwand, auf die der Film projiziert wurde, waren Schatten zu sehen. Motojima war in einen Kampf verwickelt und hat um sein Leben gerungen. Er wurde von hinten mit etwas, das wie ein Seil aussah, erdrosselt. Wir wollten daraufhin sofort in das Zimmer eilen. Motojima! Motojima, mach auf! Motojima, wir kommen dir jetzt zur Hilfe! Rie, geh da weg! Jetzt versucht das also nochmal mit Gewalt, mit seinen starken Knochen sich dagegen zu stemmen. Das bringt nichts, sie gibt nicht nach. Rie, gib den anderen Bescheid. Und bring einen Ersatzschlüssel für das Zimmer mit. Verstehe. Nachdem er mir das gesagt hat, bin ich losgerannt. Rie hat uns allen Bescheid gegeben. Und wir sind dann zum Tatort gelaufen. Aber sagen Sie, Itaya, warum hat sich Motojima den Film angesehen? Beim Abendessen gestern meinte er doch, dass dafür keine Zeit wäre. Ja, das hat er tatsächlich gesagt, wir erinnern uns. Vielleicht kam er mit dem Skript nicht voran. Er sucht dann immer nach einer Anregung, indem er zum Beispiel alte Skripte durchsieht. Hört sich logisch an. Und wo haben Sie sich aufgehalten, Herr Itaya? Während Frau Suzuki den Schlüssel holen ging? Ich habe die ganze Zeit vor Motojimas Zimmer gewartet. Dann haben Sie sicher währenddessen in das Zimmer hereingeschaut? Ja. Die beiden Schatten haben aber nur noch kurz miteinander gekämpft. Motojima hat sich schon nach kurzer Zeit nicht mehr geregt. Ich dachte mir, dass der Täter sicher durch das Fenster fliehen würde. Gleichzeitig habe ich befürchtet, dass er durch die Tür entkommen könnte, wenn ich nach draußen zum Fenster gehe. Ja, da hat er mitgedacht. Da habe ich lieber abgewartet und die Tür bewacht. Und dann sind also alle zur Tür gekommen. Wir haben die Tür mit dem Ersatzschlüssel von Haruo aufgeschlossen und haben das Zimmer betreten. Wie viele Schlüssel gibt es denn für dieses Zimmer?
Ich habe mich erkundigt, es sind insgesamt 3 Stück. Einer davon befand sich im Besitz von Herrn Kikumura. Das war der, mit dem diese Tür hier geöffnet wurde, richtig? So ist es. Ein weiterer Schlüssel wird vom Priester aufbewahrt. Und den dritten haben wir in der Hosentasche von Herrn Motojima gefunden. Dann war es also auch Herr Kikumura, der die Tür geöffnet hat? Nein, ich habe den Schlüssel entgegengenommen und die Tür aufgeschlossen. In Ordnung. Wo halten sich übrigens die anderen Gäste auf? Sie wurden alle in mehreren Räumen dieses Gebäudes untergebracht. Die Ausgänge werden selbstverständlich bewacht. Gut. Frau Suzuki und Herr Itaya, begeben Sie sich nun bitte auch auf Ihre Zimmer zurück. Wir werden nun mit den Ermittlungen beginnen, Mori. Jawohl, Kommissar! Kogoro ist ja richtig pflichtbewusst, als wäre er dem Kommissar hier noch unterstellt. So, und Conan geht wieder in seinen Nachdenkmodus. Dieses Kabel war also nicht die unmittelbare Todesursache. Aber wofür war es dann nötig, nach Eintritt des Todes das Opfer noch zu strangulieren? Hatte etwa jemand einen besonders großen Hass auf Motojima? Oder gab es einen ganz anderen Grund dafür? Also gut. Auch ich sollte mich mal mit den Anwesenden unterhalten. Allerdings wird nicht jeder daran interessiert sein, mit einem Kind wie mir zu reden. In so einem Fall sollte ich auf die Hilfe von Ran, Onkelchen oder Hattori zurückgreifen. Wie auch immer. Jetzt beginnt die Ermittlungsarbeit. Ja, wir haben wieder einen Hint bekommen in unser Notizbuch, da werden wir also wieder reingucken. Aber ich würde sagen, so viel erstmal zu Part 5, das war's erstmal. Ja, wir haben jetzt den Glockenschlag und einen Mord darauf. Werden wir auch noch sehen, ob das vielleicht irgendwie zusammenhängt. Jetzt geht's natürlich an die Ermittlung. Da bin ich gespannt, wie das sich entwickelt. Und vielleicht habt ihr auch schon Ideen. Würde mich auch mal interessieren, was ihr so zu dem Fall denkt und ob ihr eine Vermutung zum Täter habt vielleicht, zum Motiv oder gar zum Trick. Ja, ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Ja, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.